Servus zusammen! Gut auszusehen. Viele Menschen, gerade junge Menschen, wünschen sich das so sehr. Viele denken, ach, wenn ich nur so schön wäre wie dieser Fernsehstar, wenn ich nur so gut aussehen würde, alle würden mich lieben. Einige gehen sogar so weit, dass sie sich sogar operieren lassen, nur um schöner auszusehen. Und es ist tatsächlich so, dass euer Aussehen einen riesen Einfluss auf euer Leben hat. Allein in der Schule oder auch im Arbeitsleben oder auch auf den potenziellen Partner. Es hat einen riesen Einfluss. Aber was ist es, was einen Mann, was eine Frau wirklich schön macht? Wie kannst du deine natürliche Schönheit betonen, ohne unter das Messer zu müssen? Hier in diesem Video gebe ich dir die 5 Tipps, die 5 Dinge, auf die du achten musst, damit du der Schönste bist, der du sein kannst. Und auch mehr Freude und Erfolg hast im Umgang mit anderen. Bleib also unbedingt dran. Servus und herzlich willkommen bei Du bist genial! Viele Menschen lieben das Thema Schönheit. Das erkennt man schon allein daran, dass Bibis Beauty Palace so beliebt ist und Millionen Abonnenten hat. Aber was macht Bibi in Bibis Beauty Palace wirklich so schön? Das wollen wir heute einmal herausfinden. Vielleicht sagst du von dir selbst, ich bin einfach nicht hübsch oder hässlich. Meine Nase ist zu groß oder zu klein. Ich bin selbst zu klein. Ich bin einfach kein schöner Mensch, ich bin hässlich. Aber nein, das ist total falsch. Es ist tatsächlich so, dass es von dir abhängt, dass du dein Aussehen und wie schön du bist in deiner eigenen Hand hast. Hä? Der Großteil deiner Schönheit ist das, was du daraus machst. Du musst nur ein paar grundlegende Tipps kennen und dafür habe ich dieses Video gemacht. Bei mir selbst hat es eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wie man an seiner eigenen Schönheit arbeiten kann. Als Teenager habe ich eine Zeit lang gedacht, ach, ich bin hässlich, ich kann dagegen nichts machen. Aber nein, das ist falsch. Also, was macht eine Frau schön in den Augen eines Mannes? Was macht ein Mann schön in den Augen einer Frau? Aber bevor ich zu den 5 Tipps komme, erstmal zu der absoluten Grundlage. Eigentlich wäre es ein 6. Tipp, aber 6 Tipps habe ich noch nie gemacht, deswegen ist es eine Grundlage. Der erste Punkt ist, akzeptiere, wie du aussiehst. Akzeptiere dein Aussehen. Du hast definitiv irgendwelche Punkte, die nicht so schön sind. Eine lange Nase oder irgendwelche Proportionen, das hat jeder Mensch. Dafür hast du aber so viel mehr Dinge, die einfach schön sind. Das ist auch bei jedem Menschen so. Es gibt so viele Dinge, die dich wunderschön und einzigartig machen. Ich habe so viele Menschen gesehen, die vielleicht von Natur aus nicht so viel Potenzial haben, um der Allerschönste zu sein, aber die einfach viel daraus machen und super gut aussehen. Und dabei beachten sie einfach einige einfache Grundprinzipien und darüber handelt das heutige Video. Eure Haare sind ganz besonders wichtig. Die Haare haben einen riesigen Einfluss auf eure äußere gesamte Erscheinung. Und das heißt aber nicht, dass ihr viel Zeit und Energie in eine schöne Frisur stecken müsst. Nein, ihr müsst nur einmal herausfinden, welche Frisur euch steht und dann könnt ihr in ein paar Sekunden die Frisur machen. Was macht eine Frau schön? Was macht einen Mann schön? Schönheit heißt auch, dass man zu dem steht, was man ist. Dass man auch zu seinem Geschlecht steht. Also dass man als Frau das Weibliche betont und als Mann das Männliche. Bei Frauen ist zum Beispiel ein Grundprinzip lange Haare. Und zwar von vielen Männern, die ich kennengelernt habe, habe ich nur einen einzigen unter 100 getroffen, die bei einer Frau es schöner finden, wenn sie kurze Haare hat, als lange. Und sogar der Rabbiner Paul hat gemeint, dass es eine Ehre ist für eine Frau, wenn sie lange Haare hat. Also besonders Männer, es gibt so viele, die nicht auf ihre Frisur achten. Achtet auf eure Frisur. Und ihr müsst nicht das Rad neu erfinden und ständig Dinge probieren. Schaut euch einfach bei irgendjemandem, bei irgendeinem Star oder Freunden, schaut euch eine Frisur ab, die euch gefällt. Der vielleicht den ähnlichen Haut- und Haartyp habt wie ihr und vielleicht vom Gesicht her noch die ähnliche Form. Und dann kopiert einfach diese Frisur. Bei YouTube findest du ganz einfach einige interessante Tutorials. Es gibt ein paar ganz einfache Grundprinzipien für eine Männerfrisur. Und zwar im Zweifelsfall lieber zu kurz als zu lang. Bevor ihr gar keine Zeit oder Lust habt, eine Frisur zu machen, schneidet einfach alles kurz auf 6 mm und das sieht auch schon gut aus. Dann ein wichtiges Prinzip ist noch, dass besonders die Seiten und hinten kurz sind und oben dann eher länger. Ein anderes Prinzip ist, dass ihr die Scheitel betont, also nicht versucht, die Scheitel komisch zu verdecken. Und ein weiteres Prinzip ist, dass ihr die Haare eher nach oben macht als nach unten. Die sieht einfach offener und schöner aus. Also achtet ein bisschen auf eure Frisur. Das macht euch deutlich hübscher, als wenn ihr einfach eine komische Frisur und einen verstrubbelten Kopf habt. Der zweite wichtige Punkt ist deine Haut. Deine Haut ist so enorm wichtig, wenn es ums Aussehen geht. Und zwar kann deine Haut so viel wettmachen. Wenn du einfach eine schöne, reine Haut hast, kann die so viel anderes wettmachen.
Und das ist gar nicht so einfach, eine reine Haut zu bekommen. Da gibt es viele Dinge, die man beachten muss. Ein paar Grundprinzipien sind: reinigt eure Haut mindestens 1-2 Mal am Tag. Das hilft schon, dass sich Bakterien nicht einnisten. Der zweite ganz wichtige Punkt in dem Zusammenhang ist, dass ihr niemals mit euren Händen in eure Haut, in euer Gesicht fasst. Das dürft ihr niemals machen, weil ihr habt an euren Händen viele Bakterien, die ihr dann ins Gesicht befördert und dann dadurch bilden sich dann Pickel und Unreinheiten. Also niemals das Gesicht anfassen und wenn ihr es macht, dann Hände vorher waschen. Ja, und auch ganz wichtig ist, dass ihr eure Haut vor Schäden beschützt. Wenn ihr irgendwie Wunden habt oder sowas, die Narben, die bleiben. Ein paar Narben machen nichts, aber je mehr kommen, desto weniger rein und schön ist eure Haut. Ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel Wunden habt oder auch einen Sonnenbrand, dann benutzt nicht irgendwelche giftigen, desinfizierenden Dinge, sondern nehmt am besten frische Aloe Vera. Wie ihr das benutzt, dafür habe ich euch ein Video gemacht. Bitte einfach hier draufklicken. Und das hilft, dass eure Haut möglichst lange schön bleibt. Kurz gesagt ist eure Haut auch ein Spiegel von dem, was ihr zu euch nehmt. Ohne jetzt zu tief einzusteigen. Hier ein paar Grundregeln. Viel verarbeitete Nahrungsmittel oder Zucker, aber auch Käse und Milch machen, dass ihr mehr Pickel bekommt. Und Dinge wie Früchte und Obst, frisches Rohkost, die sorgen dafür, dass ihr weniger bekommt. Das sind Antioxidantien, die euren Körper entgiften. Ich trinke fast jeden Morgen einen Smoothie aus Apfel, Zitrone und ein bisschen Mandelmus. Und probiert das mal aus. Wenn ihr das jeden Tag macht, werdet ihr sehen, dass schon nach 2-3 Tagen eure Haut reiner werden wird. Einfach durch die Antioxidantien. Ganz einfach. Aber es ist ein schwieriges und riesiges Thema mit der Haut. Habt ihr noch weitere Tipps, um eine schöne Haut zu bekommen? Schreibt sie bitte in die Kommentare, dass viele sie lesen können. Und was Schönheit angeht, ist natürlich Natürlichkeit wieder ein Trumpf. Gerade bei den Mädels, wenn ihr eine schöne Haut habt, dann braucht ihr auch kein Make-up auftragen oder zumindest viel weniger. Und es hat nicht nur den Vorteil, dass ihr jünger ausseht ohne Make-up. Nein, eure Haut bleibt auch länger jünger, weil sie atmen kann, weil sie sich fit halten kann und mit Sauerstoff versorgt wird. Apropos Altern, Altern lässt eure Haut natürlich auch weniger schön werden und die müsst ihr aber besonders gut schützen. Es gibt 2 Dinge, die dabei zu beachten sind. Die pralle Mittagssonne, die lässt eure Haut altern, also schützt euch vor der Mittagssonne, besonders im Sommer. Und der zweite Punkt ist, mit dem Frühschlafen und abends nicht viel essen, das hilft auch, dass das Melatonin erzeugt wird, was so ein Junghaltehormon ist. Das lässt euch auch jünger aussehen. Kleidung ist natürlich ein riesen Kapitel, was wir jetzt gar nicht alles behandeln können. Ich werde euch nur ein paar Tipps geben, die mir geholfen haben. Was die Farbe angeht, ist ganz besonders das Oberteil wichtig. Und zwar solltet ihr in der Region um euer Gesicht einen Farbtyp nehmen, der zu eurem Gesicht passt. Also welcher Farbtyp ihr seid, Sommer, Herbst und Winter könnt ihr rausfinden. Aber ganz einfach ist es so, ihr müsst einen Farbtyp wiederholen, der in eurem Gesicht vorkommt. Bei mir ist es zum Beispiel das Blau von den Augen oder so ein rötliches, dunkles Weinrot vom Gesicht. Und wenn ich das wiederhole, wie ich jetzt hier mache in dem Hemd, dann sieht es einfach besser aus. Geht auch durch eine Krawatte oder ähnliches, aber es muss etwas wiederholt werden. Ganz einfach ist auch was Weißes anziehen. Weiß lässt euch auch immer eher strahlen und auffallen und schön aussehen. Ein zweiter ganz wichtiger Tipp, was eure Kleidung angeht, ist, schaut, dass die Kleidung nicht ausgewaschen aussieht. Und zwar ist es natürlich wichtig bei Oberteilen, dass ihr die einfach nicht heiß wascht. Wenn ihr die einmal bei 60 Grad wascht, könnt ihr sie schon wegwerfen, weil sie einfach ausgewaschen aussehen. Möglichst auch nicht, wenn es ohne irgendwie geht, auch nicht bei 40 Grad, sondern bei 30 Grad. So halten sie lange und sehen länger schöner aus. Euer Körper. Neben der Frisur ist das der Top-Tipp, um gut auszusehen. Heute ist natürlich das A und O, dass man schlank und sportlich aussieht. Aber dagegen arbeitet natürlich euer Appetit. Aber wenn ihr da mal logisch rangeht, gibt es überhaupt keinen Grund, dick zu sein, auch wenn es den Appetit angeht. Es ist nämlich so, wenn ihr mal 100 oder 150 Kilogramm wiegt, dann könnt ihr genauso viel essen wie jemand, der 60 Kilogramm wiegt, um das Gewicht zu halten. Also ihr könnt gar nicht mehr essen. Das heißt, ihr habt gar keinen Vorteil, nur ihr seid bis zu dem Punkt gekommen und habt eben schon mehr gegessen. Aber ein dicker Mensch kann quasi nur genauso viel essen wie ein schlanker Mensch. Du musst einfach nur einmal auf den Punkt kommen, dass du ein gutes Gewicht hast und dann kannst du ganz normal essen. Zum Abnehmen werde ich euch auch mal noch ein extra Video machen. Bleibt also dran und abonniert den Kanal. Aber so ein paar Tipps sind, dass du dich langsam steigerst. Jeden Tag das Gewicht kontrollieren und einfach immer mehr Schritte anwenden, bis du dabei bist, dass du es reduzierst und dann so beibehalten. Der erste Schritt ist keine Zwischenmahlzeiten. Der zweite, keine Süßigkeiten mehr. Der dritte wäre nur noch Vollkornbrot essen, Vollkornnudeln. Und weiter wäre, dass das Abendessen nur noch aus Blattsalat besteht. Und wenn du diese ganzen Schritte machst, wirst du definitiv abnehmen. Und immer das Gewicht kontrollieren, wenn sich nichts tut, einen Schritt weitergehen. Es ist auch interessant, dass die Art der Nahrungsmittel und die Art der Proteine, die du zu dir nimmst, dass die einen Einfluss hat darauf, wie man aussieht. Bekannte deutsche Bodybuilder sind oft so, dass sie, bevor sie einen Wettbewerb haben, dass sie sich nur noch vegan ernähren, weil es einfach für die Körperform deutlich besser ist und man deutlich besser aussieht. Aber der wichtigste Punkt, der dich schön macht, den betrachten wir hier. Die Schönheit eures Charakters überragt eure äußere Schönheit bei weitem.
Allerdings ist dieser 5. und letzte Punkt auch der schwierigste Punkt. Er ist nicht so einfach in ein paar Minuten gemacht wie die anderen 4 Punkte, die ich euch gegeben habe. Den Charakter, einen schönen Charakter zu haben, ist eine lebenslange Arbeit. Das ist auch wieder ein riesiges Thema und ich will mich nur ein paar Punkten widmen, um das nicht zu überspannen. Und zwar ist es so, wenn wir einen anderen Menschen treffen, dann wollen wir nicht in erster Linie nur hören, wie es ihm geht und was er so für Probleme hat, sondern es ist wir selbst sind uns wichtig. Wir möchten eigentlich von ihm Resonanz auf uns haben. Es geht um uns. Deshalb sind nicht die Menschen so beliebt, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern die andere in den Mittelpunkt stellen, die vielleicht andere loben. Und solche Leute bezeichnen wir als Leute, die einen schönen Charakter haben, denen es um andere Leute geht. Ich will euch ein Beispiel geben. Welche von den folgenden beiden Personen findet ihr sympathisch? Hey Anton, es ist so schön, dich zu sehen. Ich freue mich einfach immer, wenn ich dich sehen kann. Hey, ich habe gehört, du hast dein Studium geschafft. Gratulation, das war ja echt nicht einfach. Gut gemacht. Oder? Hey, sorry Anton, dass ich zu spät bin, aber ich hatte echt noch ein bisschen Wichtigeres zu erledigen, deswegen bin ich jetzt 30 Minuten zu spät. Aber du weißt ja, das Studium ist einfach hart und wenn man zu den Besten der Besten gehören will wie ich, da muss man einfach mal Prioritäten setzen, sorry. Ein zweiter Punkt ist, wie ihr einen schönen Charakter haben könnt, dass ihr einfach eher eine fröhliche Person als eine traurige Person seid. Das sind einfach auch die Leute, die attraktiver, die netter sind als andere Leute. Hey Anton, wir waren heute wandern in der Natur und es war so schön, die Sonne hat geschienen, es war einfach eine tolle Zeit. Nächstes Mal musst du unbedingt mitkommen, es war echt cool. Boah Anton, hey, ich war heute mit meinen Freunden wandern und es war so langweilig, ich hasse Wandern, meine Beine tun mir weh, ich gehe nie wieder mit. Ja, wie kann man einen schönen Charakter haben? Menschen nehmen immer das auf, was sie sich ansehen. Das sieht man an kleinen Kindern, die schauen immer die Eltern an und schauen, was sie machen und irgendwann ahmen sie die Eltern immer mehr nach. Ja, und warum ist Bibi von Bibis Beauty Palace so beliebt? Sie hat auch eher einen Charakter, der fröhlich ist und der andere Leute betont und der nicht stolz oder hochmütig ist, sondern demütig und freundlich. Aber spannend ist auch, wenn sie mal ihren Fans begegnet, dass diese Fans in vielen Dingen einfach eine 1:1 Kopie sind. Die Fans schauen den ganzen Tag Bibis Beauty Palace und wenn sie dann Bibi sehen, dann sagen sie dieselben Sätze, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Einfach eine Kopie. Deshalb, das, was ihr euch anschaut, das werdet ihr immer mehr, wie wir an den Bibi-Fans erkennen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zeit nicht so sehr mit Komödien und Actionfilmen von Hollywood verbringen, weil es uns verändert, sondern lieber mit schönen Charakteren, mit Leuten, von denen wir was lernen können. Dabei ist es egal, ob du eine Person anschaust, weil du es so spannend findest und dich dadurch veränderst, oder weil du eine Person anschaust, weil du es so peinlich oder widerwärtig findest. Auch diese Person wird dich trotzdem verändern. Das sieht man oft an Kindern, die irgendeine Eigenschaft an ihren Eltern nicht schätzen können und ihr Leben lang denken, ah, das ist voll dumm, dass der immer das und das macht. Und dann am Ende sind sie doch genauso geworden wie die Eltern. Oder wenn du eine Person, die sich vielleicht immer so peinlich verhält oder peinlich kleidet, immer anschaust und denkst, ah, wie peinlich ist die und dich darüber nachdenkst, dann werden irgendwann die Eigenschaften, die vielleicht bei dir ein bisschen komisch sind, gestärkt und du wirst selber auch komischer werden. Deshalb, wenn du Menschen mit negativen Eigenschaften siehst, kümmere dich nicht um sie, sondern schau lieber Menschen an, wo du was Positives lernen kannst. Außer du kannst diesen Menschen irgendwie helfen. Ich persönlich finde Leute spannend, wie zum Beispiel Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Da gibt es Dietrich Bonhoeffer oder auch die Geschwister Scholl. Die haben ja Flugblätter gegen Hitler verteilt und haben zum Widerstand gegen Hitler aufgerufen. Und als Sophie Scholl 21 Jahre alt wurde, wurde sie dafür geköpft, hingerichtet. Das sind noch Fotos, die wir von ihnen haben. Schaut euch mal diese Gesichter an. Die Gesichter der Männer strahlen Kraft aus und Entschlossenheit, aber auch einen starken Willen. Und in dem Gesicht von Sophie sieht man vielleicht einen Hauch von Sorge, aber auch Entschlossenheit. Ja, von solchen Leuten können wir lernen, nicht von irgendwelchen Hollywood-Stars, die von Party zu Party tingeln. Ja, wie kannst du einen gesunden Körper haben, aber auch einen schönen Charakter entwickeln? Das versuche ich immer mehr rauszufinden. Und zwar unabhängig von der großen und schrillen Werbung, die immer Werbung macht für ihre Produkte, sondern wirklich versuchen rauszufinden, was wirklich zählt. Auf die Wahrheit kommt es an. Und daran will ich euch gerne teilhaben lassen, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch ein genialer Mensch ist. Abonniert mich also unbedingt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao!